Es geht mal wieder um Internet auf Reisen, speziell zum Camping. Und da sitzt mir gegenüber Guido. Guido ist Fachmann für Mobilfunkverträge. Einige werden ihn schon kennen aus verschiedenen anderen oder von verschiedenen anderen YouTube-Kanälen. Und mit Guido, der hat so ein paar Dinge auf dem Herzen. Da möchte er sich mit mir drüber unterhalten. Herzlich willkommen zu diesem Video. So Guido, jetzt erzähl, was machst du, wer bist du? Hallo Hartmut, Dankeschön, dass ihr erstmal nach Köln gekommen seid, ne? Und ja, ich dich angerufen habe und dich gebeten habe, mit mir ein Video zu machen für das Internet, wie man Fernsehen ins Wohnmobil bekommt. Ja. Das ist für viele Menschen irgendwie ja, ein Buch mit 7 Siegeln. Ja. Warum? Weil die verstehen gar nicht, was man alles dafür braucht. Ja. Und ich denke mal, dass manche Leute das echt gebrauchen können, diese Infos, die es da gibt. Ja, ja, wunderbar. Vielleicht zur Erklärung, wir sind hier in Köln. Du hast ein Geschäft hier auch in Köln, muss man vielleicht nochmal erwähnen. Wir stehen hier auf einem Parkplatz und nehmen hier das Video auf. Soweit, so gut. Ja, jetzt geht es ja erstmal darum, viele wollen inzwischen über Internet Fernsehen schauen. Genau. Und ja, wenn die Antenne nicht funktioniert oder wenn kein Empfang da ist, keine Schüssel da ist, das ist bei vielen ja heute schon ein Wunsch, den sie gerne erfüllt haben würden. Dazu braucht man natürlich einen entsprechenden Mobilfunkvertrag mit ausreichend Datenvolumen. Richtig. Denn, und ich glaube, so ganz grob, ich weiß nicht, pro Stunde Fernsehen schauen 1 Gigabyte oder liegt da falsch? Ja, kommt so hin. Ja, also ich habe im letzten Winter habe ich den Fernseher 5, 6 Stunden einfach laufen gelassen, Ja. ohne zu schauen, um zu wissen, wie weit kommt man damit. Ne? Und ich hatte 140 Gigabyte zur Verfügung und bin damit 12 Tage hingekommen. Aha. So, und jetzt dann kann man das ja hochrechnen. Ne? Wenn man dann halt 24 Tage wären dann 280 Gigabyte, 400 Gigabyte müsste man im ganzen Monat mit hinkommen, definitiv. Ja. Und das ist jetzt bei dir ja dein Geschäft. Ja. Achtung, jetzt Werbung, sage ich mal so. Genau. Wir nennen hier jetzt Unternehmen und auch nennen Fabrikate oder Geräte mit Namen. Das müssen wir einfach tun, um das Ganze besser erklären zu können. Es wird auch Leute geben, die sich noch besser auskennen mit der ganzen Materie als wir beiden zusammen. Aber es gibt auch ganz viele, die nicht so genau wissen, wie es alles geht. Und wie ich eben schon gesagt habe, man braucht einen vernünftigen Mobilfunkvertrag, wenn man ein Datenvolumen größeres haben möchte. Ja. Und da bist du einer, der sowas anbieten kann. Genau. Erzähl uns was dazu. Ja, es gibt zurzeit bei O2 einen Camper-Datentarif. Der hat 400 Gigabyte und kostet 20 Euro. So, und 20 Euro ist, finde ich, eine Summe, die man aufbringen kann, für viel Internet im Wohnmobil zu haben, ne? Über WLAN oder wie auch immer. Ja. Wichtig ist halt, dass diese 400 Gigabyte auch in der EU nutzbar sind. Ne? Und damit ist man eigentlich ganz gut bedient, weil man kriegt doch nicht mal in Spanien 400 Gigabyte für 20 Euro. Ja. Und das ist erstmal der Einstieg, dass man halt erstmal genug Datenvolumen zur Verfügung hat, um halt darüber auch Fernsehen gucken zu können. Ja. Gut, jetzt wird nicht jeder unbedingt Fernsehen gucken wollen oder nicht so viel brauchen, aber da gibt es auch andere Möglichkeiten, da gibt es auch andere Verträge, die etwas weniger anbieten, wo man aber, wer jetzt nur seine WhatsApp verschicken will oder der ein bisschen da im Internet schauen will, der wird nicht so unbedingt 400 Gigabyte brauchen. Nein, das stimmt. Es gibt auch andere Tarife, dann kann man aber auch damit telefonieren. Ne? Ja. Man kann halt zum Beispiel sagen, okay, man nimmt einen Tarif, der hat 280 Gigabyte zum Beispiel im Moment. Ne? Damit kann man telefonieren. Hat eine zweite Karte, die man in den Router steckt. Dann hat man 2 Geräte versorgt. Einmal den Router und einmal das Handy mit 280 Gigabyte und kann die nutzen. Ne? Und hat nur einen Vertrag dafür. Ja. Also müssen wir unterscheiden. Es gibt einen reinen Datenvertrag mit 400 Gigabyte für 20 Euro, circa so. Und dann gibt es natürlich einen Vertrag, wo man, wie du schon sagst, telefonieren kann. Und da. Ne, das ist also eine Kombi-Geschichte. Haben ja die machen. Roundabout 30. Entschuldigung, kostet 30 Euro in dem Moment. Ne? Okay. Also beides zusammen. Genau. So, jetzt habe ich das so gemacht, weil wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Ja. Und aufgrund deiner Informationen haben wir auch so einen Vertrag bei O2. Ja. Und das ist auch ein, wo man mit telefonieren kann und auch ein Datenvolumen. Wir haben 140 Gigabyte Datenvolumen und kommen damit hin.
haben aber auch noch einen weiteren Vertrag. Ich bin auch noch bei Vodafone. Genau. Da habe ich eine Flat in Deutschland. Als YouTuber brauche ich eben auch große Mengen an Datenvolumen. So, Ja. und im Ausland muss ich manchmal was dazu kaufen. Jetzt, wo ich gerade da spreche drüber, dazu kaufen, wer jetzt 4 Wochen Urlaub macht, ins Ausland fährt, ich glaube, der braucht nicht extra einen Datenvertrag abschließen. Denen reichen ja auch eine Prepaid-Karte vom Ausland. Ne? Definitiv. Definitiv. Man muss nicht diese 400 Gigabyte, das ist einfach sorgenfrei. Ne? Ja. Es geht einfach nur darum, sagen, okay, wenn man es braucht, dann hat man es. Man muss es aber nicht machen. Lieber ist mir die Kombination zwischen Telefonie und Internet zusammen. Ja. Ne? Dass man einen gewissen Nutzen noch davon hat. Ja. Ist halt nur der eine so, der andere so. Ich habe viele Kunden, die bei mir zum Beispiel die 280 Gigabyte Tarif abgeschlossen haben, wo man mit telefonieren kann. Und die haben die einfach nur in den Router reingesteckt und benutzen die als Datenkarte, Ja. obwohl man damit telefonieren kann. Ja, ja. So, ist aber teurer, als wenn ich jetzt nur die 400 Gigabyte für 20 Euro nehme. Ja. Das muss jeder selber für sich selbst entscheiden. Aber Ja. da helfe ich gerne bei. Die Leute können mich anrufen und fragen, hör mal Guido, was macht mehr Sinn? Und dann berate ich ganz seriös und anständig und so, wie der Mensch es braucht. Ja, genau. Und wir müssen jetzt dem Zuschauern auch so ein bisschen noch erklären, dass allein so ein Mobilfunkvertrag, der reicht ja nicht, oder Datenvolumen, das reicht nicht. Man braucht, ja, wer ein bisschen intensiver das Internet nutzen will, der sollte schon einen Router haben. Ja, also es fängt damit an, also es wird, zum einen baut es auf, man braucht erstmal Datenvolumen, egal wie viel jetzt erstmal, ne? So, und dann braucht man halt eben gewisse Geräte, um halt eben zum Beispiel Fernsehen gucken zu können Ja. im Wohnmobil. Ich bin ein Mensch, haben ist besser als brauchen. Ich habe zum Beispiel noch eine Schüssel bei mir auf dem Dach. Warum? Weil ich gesagt habe, okay, es gibt immer irgendwo mal ein Loch, wo man halt eben kein Internet hat und nicht genug Geschwindigkeiten. Deswegen habe ich mir noch eine Schüssel installiert, obwohl ich genug Internet haben könnte. Aber nichtsdestotrotz ist es so, manchmal ist ein Baum im Weg, ne, mit der Schüssel oder halt ein Haus, was auch immer. Und dann muss man halt eben über das Internet ausweichen. Oder wie ihr jetzt in Spanien, wenn ihr da überwintert, ne, dann wackelt das ganze Wohnmobil, dann fährt man wegen Sturm und dann klappt man die Schüssel rein, weil die sonst fliegen geht. Ja. So, und dann muss man halt eben Datenvolumen haben, um halt Fernsehen zu gucken. Ja. So, dann braucht man halt luxusmäßig, kann man sagen, wenn man es komfortabel haben will, einen Router. Ja. Jetzt darf ich dich nochmal unterbrechen. Und zwar kommt immer das Argument, man könnte auch oder kann auch das Handy als Router nutzen, als Hotspot nutzen. Man könnte, einige sagen ja auch, man kann ein altes Handy irgendwo, dann lässt man nur noch laufen als Hotspot. Was hältst du davon oder wie ist deine Meinung dazu? Grundsätzlich kann man es machen. Ne? Also eine Übergangslösung ist es immer, kann man immer machen, weil wenn man es halt nur für einen Urlaub braucht, keine Frage. Aber wenn man sehr viel im Wohnmobil macht, also unterwegs ist und auch einen gewissen Komfort haben möchte, dann ist es so, dass man den Router halt eben nutzt. Weil wenn man ein Handy zum Beispiel als Router umfunktioniert, was man ja über einen Hotspot machen kann. Problem ist, Hotspot ist halt eben, ja, viele Leute wissen nicht, was ein Hotspot ist. Wichtig ist halt, ein Hotspot ist halt die Daten weiterleiten zu Einem anderen Gerät. An irgendein anderes Gerät, genau. Ja. So, und ja, da macht nichts. Machen wir so weiter. Nein, also wir müssen vielleicht Folgendes sagen. Also schön ist... Wir ja, waren am Hotspot stehen geblieben. ja, gerne. Ja, mach weiter, gerne weiter, ja. Okay, der Hotspot ist so, wenn man halt hingeht und sagt, macht einen Hotspot auf, verbindet zum Beispiel den Smart TV damit und will dann Fernsehen gucken. Kann man machen. Blöde ist nur, dass das Handy nicht die Datengeschwindigkeit weitergibt. Ach so. Heißt, man hat mit dem Handy ist man mit dem Handynetz verbunden und hat als Beispiel jetzt 10 Mbit an Daten. Ne? Die Geschwindigkeit, ja. Genau, die Geschwindigkeit. So, und man verbindet dann halt eben ich sage jetzt mal den Amazon-Stick oder halt eben den Fernseher mit dem Handy. Dann ist es so, dass da nur 4 Mbit ankommen. Warum? Weil das Handy den Datenfluss nicht weiterleiten kann, wie es ein Router halt eben nun mal könnte. Ja. Das ist zum Beispiel die erste Einschränkung, die komfortabel nicht so toll ist. Ja. Mal abgesehen davon, dass der Hotspot sich auch irgendwann immer wieder verabschiedet. Das heißt, man muss immer wieder neu sich verbinden. Das ist die nächste Sache. Wenn das Telefon geht, wenn man gerade einen Film schaut, ne? Ja. Irgendwas, ja. Und dann geht das Telefon, reißt die Verbindung ab, dann geht nichts mehr. Ja. Also bleibt der Film halt eben nur mal stehen. Ja. So, das sind so Sachen. Oder halt, du guckst mit der Rita einen Film und dein Handy klingelt, Verbindung reißt ab.
Das ist das eine. Du willst den Film aber zum Beispiel nicht mehr weiter gucken, weil er ihn schon zum 80. Mal guckt. Dann willst du zum Strand gehen, kannst du nicht mit deinem Handy, weil du das Handy da lassen musst, weil die Rita ja weiter den Film gucken will. Also das schränkt alles ein bisschen ein. Und von daher ist ein Router eigentlich, ja, sollte man eigentlich haben. Ja. Ja, ich habe jetzt, um das auch mal zu sagen, so einen Router, diesen hier, den habe ich seit 2017, also schon einige Jahre, also schon älteres Teil, funktioniert aber immer noch einwandfrei, ist von dem Hersteller Netgear. Und der kann allerdings maximal 4G. Das reicht im Prinzip auch zum Fernsehgucken, kannst du im Prinzip alles machen. Aber natürlich gibt es inzwischen modernere, schnellere Router, die natürlich noch viele Dinge, andere Dinge auch noch können. Aber sowas Ähnliches gibt es heute im Handel überall zu kaufen. Wie gesagt, man muss vielleicht, wenn man ein bisschen was Besseres haben will, vielleicht 300 € ausgeben. Man kann bis zu 1000 € für so einen Router ausgeben. Ne? Es gibt sogar 2000. Also man kann das nicht. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja, Ne? Also man kann bei 50 € anfangen und hört bei 2000 auf. Ne? Ja, also das Blöde ist halt, die Leute fragen mich, Guido, welchen Router empfiehlst du uns? Ne? Ja. Dann sage ich immer, das kann ich nicht empfehlen. Warum? Weil ich kann da nicht über den anderen Leuten Geld verfügen. Das ist ja, ne, das ist selber, wenn mich einer fragt, welches Wohnmobil soll ich verkaufen. Es gibt 1000 verschiedene, da kann ich nichts zu sagen. Wichtig ist halt eben, aber ich bin persönlich, jetzt gibt es halt wieder Leute, die dann sagen würden oder schreiben würden, ja Guido, 5G ist nirgendwo ausgebaut oder noch gar nicht so. Ja, bin ich bei euch, ne, stimmt, aber es ist halt, 5G ist halt die Zukunft. Ja. Ne, und ich bin ein Freund von 5G, weil wenn man halt in Deutschland, da haben wir halt eben, ja, die Handynetze, die halt alle nicht so prickelnd sind, wo man sagt, okay, wenn man mit LTE keinen Empfang hat, kann aber sein, könnte sein, dass 5G funktioniert. So, und wenn man aber einen Router hat, der nur LTE kann man nicht in den Genuss von 5G. Und das schränkt uns halt eben in Deutschland auch weiter ein. Das ist halt das Problem. Ja, ich habe jetzt, um das auch nochmal abzurunden, ich habe jetzt mir so einen neuen Router von dem Hersteller hier gekauft. Der kann 5G. Ich habe festgestellt, dass es doch schon ein großer Unterschied ist. Und ich habe auch noch so eine Zusatzantenne. Alles das muss man nicht haben. Ich brauche als YouTuber brauche ich eben sowas und habe auch, und bei mir geht es ja nicht nur um den Download, sondern auch um den Upload. Das heißt, ich schicke ja was hin, so, und da habe ich mal die Datengeschwindigkeiten gemessen von so einem neueren. Das ist dann doch schon erheblich ein Unterschied gegen so einem Teil. Natürlich. Das ist, funktioniert alles besser. Muss man nicht haben. Also, wir wollen das Ganze mal so ein bisschen auf den Punkt bringen. Das war ja ist ja dein Anliegen. Ja. Es kommt ein Kunde zu dir, der macht so einen Mobilfunkvertrag mit entsprechend Datenvolumen. Genau. So, und dann will der Fernseh gucken. Ja. So, dann sagst du dem, ja, was sagst du dem dann? Also okay, was man dann braucht, ist halt eben zum einen, wenn man den Weg jetzt geht, zum einen Internet, dann braucht man den Router. Ja. So, vom Router geht es dann weiter zu einem Smart TV. Ja. Also ist ein Fernsehgerät, was internetfähig ist. Richtig, genau. Ja. Zum Smart TV oder halt eben, wenn es kein Smart TV vorhanden ist, dass man sagt, okay, man kann ja jetzt 300 € für einen Smart TV ausgeben oder man holt sich für 30 € zum Beispiel einen Amazon-Stick. Ja, das ist so ein Teil hier, ich zeige das mal hier hoch. Ja. So, und das kann man hinten, das hat einen USB-Anschluss. Für Strom und einmal HDMI-Anschluss. Und HDMI-Anschluss für den Fernseher. Steckt man hinten rein. Genau. Und dann kann es im Prinzip schon losgehen. Ja, Moment. Das am anderen. Ja. Es ist dann so, dass man den Stick mit dem Router verbinden kann über WLAN. Ja. Ne? Weil das ist ja ein WLAN-Router, das ist das Gerät, was man dann über WLAN verbindet. Ja. So, und dann hat man den Weg zum Fernseher gefunden, ne, fürs Internet. Jetzt geht's los. Jetzt kann man halt eben hingehen und sagen, okay, man kann jetzt YouTube gucken, man kann Netflix gucken, bla bla bla, das gibt's alles. Aber Fernseh gucken ist natürlich jetzt wieder so ein Thema. Dann braucht man noch, und das ist das, was die Menschen halt dann nicht wissen. Die sagen, okay, ich brauche auch noch eine App, wo ich drüber Fernsehen gucken kann. Ja. So, dann gibt es halt eben, ich sage jetzt mal in meinem Fall O2 TV, es gibt aber auch Waipu TV, es gibt bei Magenta, wenn einer Magenta zu Hause hat, Telekom-Anschluss, da gibt es auch eine App für, die man nutzen kann, dass man dann da mobil halt eben, ich sage jetzt mal in Spanien oder weit weg von zu Hause halt eben ganz normal Fernsehen gucken kann über diese App.
Das Ja. gibt's. Ja. Das braucht man auch. Ja, okay, das heißt, wenn jetzt jemand zu dir kommt, ein Kunde zu dir kommt, der jetzt noch keine Erfahrung hat, dem würdest du das alles so, was du hier gerade so in einigen Worten Strukturiert würde ich ihm so erklären. Ja, Also, ja. ich würde ihm sagen, okay, du brauchst einmal Internet, haben wir. So, dann sage ich, okay, entweder machst du es über dein Handy, über einen Hotspot, erkläre ich dir, wie es läuft, kann man machen. Oder halt eben, du willst die komfortable Variante, dann holst du dir einen Router. Ja. So, dann geht es weiter, der Weg zum Fernseher. Entweder ist das ein Smart TV, der schon Internet hat, oder halt eben, man nimmt sich einen Amazon-Stick, der günstiger ist, ne, steckt ihn hinten rein und hat dann halt den Weg zum Fernseher gefunden über den Amazon-Stick. Ja. So, und dann geht es nochmal weiter, dass man sagt, okay, man nimmt eine U2 TV oder wie auch immer Waipu TV App, die kostet 10 Euro im Monat, kommt extra, das ist wichtig, dass man es weiß. Und dann kann man halt ganz normal Fernsehen gucken. Ne? Also alle Programme, private und halt eben auch die öffentlichen Rechtlichen, die kann man im Prinzip auch schon so über den Amazon-Stick gucken, Ja. weil wir ja alle GEZ bezahlen. Richtig, genau so ist es. Ja, das Ganze ist natürlich auch immer wichtig, wenn man im Ausland ist, dass es dann auch funktioniert. Definitiv. Und das ist in solchen Fällen gegeben, wenn das so, wenn man jetzt diesen Vertrag den Datenvertrag dabei hat, der gilt auch im Ausland. Ja. Und natürlich muss man auch diese Geschichte Waipu haben oder wie du schon gesagt hast, dass das alles dort dann funktioniert. Wichtig ist ja, ne, ich meine, du hast ja auch O2 TV, du hast es ja auch im Ausland schon genutzt. Ne, Ja. weil es gibt auch Leute, die sagen, ja, muss man ja mit rechnen, dass die sagen, funktioniert gar nicht im Ausland. Fakt ist, die funktionieren. Also ne, ich nutze es ja auch. Ne, und ich wohne in Köln, weil Holland ist nicht weit, ist auch Ausland, ne, muss ja nicht Spanien sein. Und die App funktioniert da. Ne, also man kann ganz normal seinen Fernsehen gucken. Also das ist wirklich klasse. Und ja. Ja, Guido, was haben wir noch vergessen? Müssen wir noch irgendwas sagen, technisch? Also wir sind ja nicht die super Fachleute, haben wir vorhin schon gesagt. Wir können wohl das Ganze so in groben Zügen erklären, aber über die einzelnen Datengeschwindigkeiten und so weiter, auf die wollen wir jetzt hier nicht eingehen. Das, glaube ich, führt auch zu weit. Wichtig ist, dass man diese drei, wenn man Smart TV, wenn man Fernsehen gucken will, ein Smart TV hat oder so ein Amazon-Stick kauft und dass man einen Router hat, welchen auch immer, der aber, ich glaube, so 10 Mbit oder so soll man mindestens können. Oder Ja, also 10 Mbit es geht auch mit 5 oder 6, je nachdem, wie die Auflösung ist. Ne? Weil der eine sagt, ich will jetzt ein HD gucken, ne? Dann braucht er natürlich auch mehr Daten. 4K gibt es noch nicht, aber wird irgendwann auch kommen und dann wird man noch mehr Daten brauchen. Aber im Endeffekt ist es so, nochmal, für eine ganz normale Fernsehen zu gucken, reicht es. Ja. Ne? Okay. Ja, Guido, mehr fällt mir dazu im Moment nicht ein. Was man noch sagen kann, ist zum Beispiel, es geht ins Fachliche, was die Frequenzen angeht. Zum Beispiel, dass wir in Deutschland 3 verschiedene Frequenzen nutzen und so. Das erkläre ich gerne jedem. Ne? Jetzt muss ich aber wieder bei dir sagen, ne, Leute, wenn ihr anruft, ne, das ist echt wichtig, ruft 50 Mal an. Warum? Weil mich rufen am Tag ganz, ganz viele Leute an und es ist echt schwierig. Ich habe keinen Callcenter in meinem Rücken, der die ganzen Gespräche führt. Ich mache das alles selber. Und ich habe nur halt eben den Tim, ne, der halt im Laden die Telefonnummern aufschreibt. Und da geht manchmal auch irgendwo was unter, weil es einfach viel zu viel ist. Ne, ich mache es halt komplett alleine. Und deswegen habt dafür bitte Verständnis. Ja. Weil gerade wenn du, ich sage jetzt mal, ein Video machst, dann ist der Traffic extrem hoch. Muss ich halt nur mal so sagen. Ne? Ja. Gut, Guido, dann sage ich erstmal Dankeschön für deine Ausführungen hier. Freut mich, dass wir uns hier getroffen haben. Und ja, und wie du schon angeboten hast, du bist der Mann, der gerne hilft, bist selber Camper. Auf jeden Fall. Ja. Das ist auch das Motto, was ich habe. Ne? Ja. Ein Camper hilft einem Camper. Ne? Und nicht ein Camper macht einem anderen Camper Probleme. Das ist ja Blödsinn. Es geht einfach darum, dass man wirklich eine Hilfestellung leisten sollte. Ne? Und auch, wenn man helfen kann, dann sollte man es auch tun. Okay, das soll es gewesen sein. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal. Tschüss.